Im heutigen Video erkläre ich dir alles über Teppich. Bereits in der Steinzeit haben die Menschen wahrscheinlich Felle am Boden gelegt, damit sie es warm und kuschelig haben und sie nicht frieren müssen. Wann die ersten Teppiche entstanden sind, das kann man nicht so genau sagen, weil die ja aus organischem Material bestehen, was sich relativ schnell zersetzen tut. Darum sind bei Ausgrabungen sehr selten Teppiche gefunden worden. Es wird vermutet, dass die ersten Teppiche im Orient produziert worden sind oder in Asien. Heutzutage sind Teppiche eigentlich nicht mehr so in Mode und trotzdem gibt es immer noch einen Haufen Orte, wo Teppiche verbaut werden. Meistens ist das dort, wo es wichtig ist, dass der Schall absorbiert wird, und da ist Teppich einfach super. Das können zum Beispiel Büroräume sein, das können Treppenhäuser sein, das können Hotels sein oder das können teilweise auch Praxen sein, wo Teppich nach wie vor verbaut wird. In Privatwohnungen zum Beispiel werden Teppich tendenziell eher als dekoratives Element eingesetzt. Früher hat man auch noch viel so Wandteppiche gehabt. Das wird aber heutzutage ist das gerade nicht mehr so in Mode, aber ich bin überzeugt davon, das kommt früher oder später wieder. Für einen Teppich gibt es ganz verschiedene Herstellungsarten. Da hätten wir einerseits mal zum Beispiel das Geknüpfte, also das ist dann wirklich jeder Knopf noch von Hand gemacht, extrem aufwendig, und die Teppiche sind auch extrem teuer. Wird vor allem jetzt nur im Orient praktiziert. Das sind wirklich richtige Kunstwerke und da stecken x hunderte Arbeitsstunden in so einem Teppich drin und dementsprechend sind die auch sehr, sehr teuer. Dann gibt es natürlich auch das Weben, also das Verweben von verschiedenen Materialien. Das ist eine sehr, sehr alte Technik. Hat man zum Beispiel früher auch zum Beispiel mit Weidenkörben gebraucht. Das ist eigentlich auch schon ein Weben und man hat dann einfach irgendwann angefangen aus Tierhaar etc. Sachen zu weben, ganze Stoffe zu weben. So hat das eigentlich alles ein bisschen angefangen mit der ganzen Teppichproduktion. Heutzutage werden Teppiche vorwiegend industriell gefertigt. Da gibt es verschiedene Herstellungsverfahren. Natürlich gibt es auch ein Weben als industrieller Prozess, das ist klar. Dann gibt es aber auch noch zum Beispiel einen geflockten Teppich. Da wird einfach ein Trägermaterial und dann kommt dort Leim drauf und dann werden dort quasi die Teppichflocken drauf gestreut, kleben dann dort und werden am Schluss alle auf die gleiche Höhe geschnitten. Dann gibt es aber auch weiter zum Beispiel einen getufteten Teppich. Das ist so eine Webetechnik, wo quasi eine Nadel von hinten durchkommt und sich so durchzieht, und das ist ganz eine andere Technik. Getuftet nennt sich dann das. Dann gibt es natürlich auch noch genadelte Teppich. Das ist zum Beispiel ein Kugelgarn, wo es ganz viele Nägel drin hat, wo sich dann das Material eigentlich wie verweben tut und dann zu einer festen Bahn werden. Es werden die unterschiedlichsten Materialien verwendet für Teppich. Heutzutage meistens eher auf Kunststoffbasis, früher aber sehr oft auf entweder Naturfasern. Das können Kokosfasern sein, Sisal, Hanffasern, Flachs, was auch immer. Das sind die unterschiedlichsten Fasern, die es in der Natur gibt, sind zu Teppich verwebt worden. Heutzutage kommen eher Materialien wie zum Beispiel Kunststofffasern in den unterschiedlichsten Variationen vor, oder aber auch Glasfasern zum Beispiel oder auch mineralische Fasern. Die Welt von Teppich ist absolut riesig und ich könnte da ein stündiges Video natürlich darüber produzieren. Ein moderner Teppich besteht meistens aus 3 Teilen. Einerseits ist es der Flor, dann haben wir ein Trägermaterial und dann haben wir ein Rückenmaterial. Für die Reinigung wichtig ist auch, was ist das für ein Teppich einerseits, was verträgt er, was verträgt er nicht. Und andererseits ist aber auch die Verlegetechnik extrem wichtig. Also es kann sein, dass der Teppich vollflächig abgeklebt wird. Es kann sein, dass der Teppich mit Teppichklebband einfach nur punktuell abgeklebt wird. Es gibt mittlerweile auch Klettsysteme, wo eigentlich der Teppich nur auf so einem Klettstreifen hebt. Es kann aber auch sein, dass er einfach nur lose reingelegt wird und durch die Sachen, die dann draufstehen, hebt dann das Ganze. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Gilt es immer auch abzuklären vor der Reinigung. Die Lebensdauer von einem Teppich ist in der Regel so zwischen 8 bis 10 Jahren und dann müsste eigentlich der Teppich austauscht werden.
Der Teppich bietet ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Vorteil ist sicher die hervorragende Schallabsorbierung. Es ist angenehm zum drauf herumlaufen. Es gibt so ein warmes Gefühl, je nachdem. Gerade so im Altersheim zum Beispiel fühlen sich die Leute viel, viel sicherer auf einem Teppich als zum Beispiel auf einem glatten Bodenbelag, wo sie das Gefühl haben, hey, das sieht rutschig aus. Ein Nachteil zum Beispiel ist, dass er sich je nachdem statisch aufladen kann, also durchs Laufen herum. Man kennt das im Winter, tiefe Luftfeuchtigkeit. Man langt irgendwo hin und es federt einem eins. Da kann der Teppich wirklich maßgeblich dazu beitragen, dass sich die Schuhe etc. Aufladen. Dann ist sicher auch ein Nachteil, es ist eine relativ kurze Lebensdauer, also 8 bis 10 Jahre, wenn wir jetzt vergleichen mit einem Parkett, wo wir eher so zwischen 30 und 40 Jahren reden. Dafür kann man den Teppich relativ einfach wechseln. Innerhalb von kürzester Zeit kann eigentlich der Teppich austauscht werden. Dann ein Nachteil des Teppichs ist sicher auch die Hygiene. Also ein Teppich hat extrem viel Oberfläche und dementsprechend können sich dort natürlich auch Bakterien drin sammeln und sich entsprechend anreichern und sich negativ auf die Hygiene auswirken. Dann die meisten Teppiche kann man nicht punktuell flicken. Man muss da wirklich ganze Räume je nachdem austauschen. Da haben wir eigentlich so einen klassischen Spannteppich. Da haben wir so ein bisschen, man sieht das da gut. Das sind eigentlich wie Schlaufen, die da oben sind, relativ kurzflorig. Da haben wir einen Kugelgarnteppich, ist sehr, sehr robust, auch recht pflegeleicht. Man sieht das da auch sehr gut. Der besteht aus mehreren Teilen und hindurch sieht er eigentlich doch auch relativ ähnlich aus. Dann haben wir hier einen Teppich mit abgeschnittenen Fasern eigentlich. Das ist, ist extra für den Flughafen Zürich entwickelt worden. Terminal heisst der, habe ich mir sagen lassen. Und der hat jetzt zum Beispiel hindurch einen PU-Rücken. Dann haben wir hier eine Schmutzschleuse. Man merkt es auch, wenn man da drüber fährt, hat es ganz viel so harte Borsten drin, die dann eigentlich helfen, um die Schuhe wirklich abzuputzen. Das ist eine feuerfeste Schmutzschleuse mit einem speziellen Rücken, der sich gut kleben lässt. Dann haben wir eigentlich so eine klassische Schmutzschleuse, die man einfach reinlegt. Die hat da meistens so einen Gummirand links und rechts. Da haben wir jetzt eher so ein bisschen Schlaufen und immer wieder mit harten Materialien. Also der Teppich ist eine Mischung aus unterschiedlichsten Materialien. Da haben wir auch einen relativ groben Teppich mit den unterschiedlichsten Materialien, das Materialgemisch. Und hinten drauf haben wir einfach ganz einen anderen Rücken. Da sieht man das Gewebe und den Kleber ein bisschen. Wenn auch dir das Video gefallen hat, rund um die Teppich, und du noch mehr so Videos möchtest sehen, dann abonniere doch unbedingt den Kanal.